going on, how corrupt and criminal our system is. But people won't believe us. Right now we have 208,675 injuries in Denmark because of the so-called vaccine. Not one person have had immunity, which we were all promised. People were lied to, they were deceived, they were pushed by fear to manipulate them to take something that is not good for their health at all. Still, our government is hiding how many has been murdered, but we know from English-speaking scientists that they count more or less 17 million people around the world murdered by the so-called vaccines. It was a fraud, and those who done it to us, they should go to jail at least. So people who have the money control the world, they control the media, they call us tinfoil hats, they call us conspiracy theorists, even though their conspiracies things is happening before our eyes. A good example of this is Jeffrey Epstein. For 30 years, this guy and his sick friends has raped kids, and the media has closed it down. Around Europe every year, 800,000 people disappear into the thin air. That is not possible. Somebody is taking the kids, and again the media is covering up. The politicians don't want to talk about it. In America, it's around 1 million kids every year. Where does the kid go? Why does the media cover it up? Where are the politicians? So this battle is not only for the adults, for the working man, but also for the kids, because their end goal is to take the kids and control them. As we see by now, they are indoctrinating our kids into schools with the Agenda 21 agenda, which is happening here and all around the world. They are in Denmark, 1 week every year, they are indoctrinating the kids with the UN 17 so-called Sustainable Development Goals. It's all connected to the climate fraud, and by the climate fraud, they are once again making people fearful so they can control us. It was the same with the corona vaccines. They said there is a very dangerous virus, but we have the solution, take the jabs. It's the same with the climate fraud. They say the world is going down. In Denmark they call it about CO2. In Holland it was about nitrate. I hope I pronounced it out right. So they use these lies to scare us, to make us do as they want. The best we can do is, of course, inform ourselves, educate ourselves, and especially educate our kids. Warn our kids, the people in power are dangerous, psychopathic liars who are out to destroy Europe and to take control over all resources around the world and create, I'm sorry to say it, they want to create a technocratic society where we all, those of us who live till that time, will be living as slaves. Yeah, it's not something to claim about. It's pretty insane. So, the way they control us is by making us fear death. And there's a solution to that. Please do not listen to them for first, but also there is one who gave his life for us. And by believing in him, you shall conquer death. So, if you take Jesus into your heart, Ihr gebt Gas beim Höfesterben. It's not my choice, but I will give you Jesus at this point. Take Jesus into your heart and you will not fear Gesetze death und Regeln anymore. ohne Verstand. Erst stirbt der Bauer, dann das Land. Praise the Lord. So,
They use fear to manipulate and control us, and they have the power Gemeinsam to für do it. unser They have Land the money, Schluss mit they can control the Steuergeldverschwendung. media. But we guys also have powers. We have two special powers. The first one is the power of choice. We can choose to say no every time, and we can learn others to do the same. If we put our foots down, like my friends here today, they cannot control us anymore. So learn other people. Do not listen to liars. Call them out and say no. They are afraid of a no because these people want only a yes. So if you confront them and ask them and film them and put it online, everybody can see that these people are cowards who cannot stand up against a righteous man or a righteous woman. That is our first power. Never forget it, the power of choice. The second power, which I've seen here today, I wish we were many more, but it is the power of numbers. We are the many, they are the few. And that is why it's so important that we stand together, inform people, do things like this all around Europe, and show that we are the many. So we have the power of choice, the power of numbers. And by these two forces, we shall conquer the evil forces that is controlling our world and destroying our beautiful continent and all the people around us. Today here from Denmark, we are 9 cars, 14 people. We would like to have seen a lot more Danes here today and a lot more Germans and so forth from European countries, but we shall not give in. We shall keep more people coming. Plus 12% Mehrwertsteuer in der Gastro, Sondervermögen, CO2-Abgabe. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Es reicht. Plastiksteuer. $100 Milliarden für Waffen auf Kosten des Mittelstandes. Du bist großartig. Stop WEF Agenda 2130. Ich danke Ken für seine tolle und engagierte Rede. Was man gemerkt hat, er kommt aus Dänemark. Wir haben ja heute andere Themen, obwohl diese Themen auch wichtig sind. Aber in jedem Land läuft es halt in europaweit jetzt auf einem anderen Stand. Die einen sind hier schon weiter, die anderen sind da schon weiter. In den Niederlanden werden die Bauern schon enteignet. Hier wird es kommen. 3000 Höfe sollen weg. Wir brauchen Platz für Industrie, für Häuser und für unsere Migranten. So, es gibt natürlich auch hier den Punkt mit dem Weltwirtschaftsforum und auch den Punkt mit der WHO, genauso wie in Dänemark und in allen anderen europäischen Ländern auch. Das ist ein Thema, das wir heute weiter nicht ansprechen wollen. Es gibt auch viele Leute, die noch gar nicht so weit sind. Andere Sachen drängeln mehr. Wir werden meinungsunterdrückt. Und wie Torben von Torbens Nordreport das immer sagt, es gibt kein Recht auf Meinungsunterdrückung. Das wollen wir nicht. Aber es kommt. Im Juli letzten Jahres wurde das Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet. Seitdem gibt es Meldestellen für Denunzianten. Tatsächlich.
Jeder kann sich dahin wenden und kann sagen, der und der ist rechtsextrem. Und der es anzeigt, wird geschützt. Und der angezeigt wurde, erfährt im Zweifel noch nicht einmal, wer ihn angezeigt hat, muss aber mit Konsequenzen rechnen. Das geht noch weiter. Wir haben jetzt auch seit Dezember das Demokratiefördergesetz. Seitdem werden jetzt öffentliche und private Stellen dafür bezahlt, dass sie uns beibringen, was Demokratie ist. Weiß irgendjemand nicht, was Demokratie ist? Ich gucke mich hier mal so um. Gibt es hier irgendjemanden, der das nicht weiß? Nein! Okay, ich höre hier gerade, dass einer weiß, dass die da oben es nicht wissen, was Demokratie ist. Ich habe das jetzt nur aufgegriffen, das kommt nicht von mir. So, das nächste, was kommt, ist im Februar der Digital Services Act. Dann könnt ihr Google und anderen großen Suchmaschinen nicht mehr vertrauen. Dann wird die Regierung Google sagen, was sie weitergeben dürfen und was nicht. Schaut euch nach kleinen Suchmaschinen um oder nach Suchmaschinen im Ausland, wenn ihr noch Informationen bekommen wollt, denn die wird es bei uns sonst nicht mehr geben. Und das Ganze geht immer noch weiter. Am 27.01.2024 auf dem Wilhelmplatz in Kiel. Wir sind heute hier für unsere Bauern, für das Handwerk und für den Mittelstand, für die kleinen und mittleren mittelständischen Unternehmen. Denn die wollen wir heute unterstützen. Und darüber hinaus jeden Bürger wollen wir unterstützen. Wir gehen für jeden Bürger, jeden Menschen auf die Straße. Damit das Leben einiger